Deutsch lernen durch Hören. Nur eine Zigarette. Franka sitzt mit einem Bier und einer Zigarette auf der Terrasse eines Restaurants. Es wird bereits dunkel und kühl. Darum ist Franka auch die Einzige, die draußen unter einem großen Schirm sitzt. Es beginnt zu nieseln, als ein Mann das Restaurant verlässt. Er sieht sich auf der Terrasse um, bis er Franka entdeckt. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?« fragt der Mann sie freundlich. »Ich fürchte, mein Feuerzeug ist leer.« »Klar, nehmen Sie Platz«, antwortet Franka und hält dem Mann ihr Feuerzeug hin. »Danke«, erwidert der Mann. Er macht sich eine Zigarette an, bevor er sich zu Franka an den Tisch setzt. Er gibt ihr das Feuerzeug zurück. »Ich bin übrigens Nico«, stellt er sich vor. »Franka«, erwidert die junge Frau, während sie ihr Feuerzeug wieder in die Handtasche steckt. Sie findet den Mann sympathisch. Er scheint etwas älter als sie zu sein. Franka schätzt, dass er über 30 ist, vermutlich Anfang oder Mitte 30. Im schwachen Licht der Straßenlaterne und der kleinen Kerze auf dem Tisch kann Franka sein Alter nicht genau feststellen. Sie weiß aber, dass sie Nico attraktiv findet. »Darf ich dir noch was zu trinken ausgeben?« fragt Nico, als eine Kellnerin zu ihnen an den Tisch kommt. »Ja, gern. Ich nehme eine Cola«, antwortet Franka. »Kommt sofort«, erwidert die Kellnerin. Nico bestellt ein Bier, bevor die Kellnerin wieder reingeht, um die bestellten Getränke zu holen. »Warum sitzt du eigentlich allein hier draußen? Sind deine Freunde alle Nichtraucher, die lieber drin bleiben wollen?« möchte Nico wissen. »Nein, ich bin allein hier. Die Freundin, mit der ich mich eigentlich heute Abend treffen wollte, hat in letzter Minute abgesagt. Sie hat Kopfschmerzen. Ich war aber schon unterwegs, als sie mir die Nachricht geschickt hat. Ich habe sie erst gelesen, als ich schon hier war. Also mache ich mir nun allein einen schönen Abend«, erklärt Franka. »Allein kann es doch auch schön sein«, entgegnet Nico mit einem vielsagenden Lächeln und zieht an seiner Zigarette. Die Kellnerin kommt mit den Getränken zurück. Franka bedankt sich höflich, als die Cola vor ihr abgestellt wird. Auch Nico bedankt sich, wobei er auch direkt bezahlt. »Was machst du beruflich?«, erkundigt sich Nico, dessen Stimme Franka sehr gut gefällt. »Ich mache nichts Besonderes. Ich arbeite in einem kleinen Laden, wo ich hippe Kleidung verkaufe. Ich bin nur eine Verkäuferin. Ich designe die Kleidung nicht. Was das angeht, bin ich leider vollkommen unbegabt«, antwortet Franka. »Ach, es gibt bestimmt andere Dinge, die du gut kannst. Da bin ich mir sicher. Jeder ist gut in irgendwas«, meint Nico. »Und was machst du so?«, bemüht sich Franka um eine Unterhaltung. »Ich mache auch nichts Spannendes. Ich arbeite in einer Bank, wo ich mehr oder weniger den ganzen Tag im Anzug am Schreibtisch sitze.« »Das klingt langweilig, ich weiß«, antwortet Nico. Franka fällt es schwer, sich diesen Mann in einem Anzug vorzustellen. »Echt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du siehst gar nicht so aus«, stellt Franka fest. »Wie sehe ich denn deiner Meinung nach aus?«, fragt Nico neugierig, während er seine Zigarette ausdrückt. Franka wird rot. Sowohl sein Blick als auch seine Frage machen sie nervös. »Wirst du etwa rot oder liegt das am Licht?«, möchte Nico wissen, wobei er eine Hand auf Frankas legt. Jetzt wird sie erst recht rot. »Hast du schon einmal etwas richtig Verrücktes, Unanständiges, Verbotenes gemacht?«, fragt er plötzlich. Franka überlegt, aber ihr fällt nichts ein. »Nein, ich bin wohl ein normales, braves Mädchen. Und du?«, erwidert Franka und holt ihre Zigaretten aus der Tasche. Nico tut es ihr gleich, bevor er antwortet: »Naja, ich habe schon das eine oder andere gemacht. Ich bin sicher kein Chorknabe. Jetzt werde ich neugierig. Erzähl mal,
bittet Franka. Sie erwartet eigentlich nicht viel. Nico sieht harmlos aus, allerdings nicht nach jemandem, der für gewöhnlich einen Anzug trägt. Er ist nicht glatt rasiert, seine Haare sind lang. Nico wirkt auf sie nicht wie jemand, der in einer Bank arbeitet. Aber vielleicht schätzt sie ihn auch falsch ein. Vielleicht hat er gerade Urlaub und ist deshalb nicht rasiert. Nachdem Nico sich ebenfalls eine zweite Zigarette angemacht hat, legt er seine freie Hand wieder auf Frankas. Dann beginnt er zu erzählen. Lass mich zum Warmwerden etwas aus meiner wilden Jugend erzählen. Damals war ich 16 oder 17. Ich war in dieses Mädchen in der Schule verliebt. Sie hatte aber leider kein Interesse an mir. Nico zieht an seiner Zigarette, bevor er seine Erzählung fortsetzt. Eines Tages habe ich nach der Schule auf sie gewartet. Wir waren allein bei den Fahrradständern. Sie war gerade dabei, ihren Rucksack in den Korb ihres Fahrrads zu laden, als ich ihr von hinten auf die Schulter getippt habe. Als sie sich zu mir umgedreht hat, habe ich sie geküsst. Zuerst war sie überrascht und wollte es nicht, aber dann hat sie doch mitgemacht. Franka weiß nicht, was sie sagen soll. Nico war zwar jung, aber alt genug, um zu wissen, dass man so etwas nicht tun sollte. Franka überlegt, was sie in der Situation des Mädchens getan hätte, jedoch findet sie darauf keine Antwort. Wenn sie wirklich kein Interesse an Nico hatte, hätte sie sich vermutlich gewehrt. Franka zieht ihre Hand unter Nikos weg. Sie fühlt sich etwas unwohl, doch das möchte sie ihm nicht zeigen. Sie tut einfach so, als würde sie etwas in ihrer Handtasche suchen. Nach meinem Schulabschluss war ich zusammen mit ein paar Freunden in Venedig im Urlaub. Wir haben gefeiert und viel Alkohol getrunken. Die Stimmung war ausgelassen, bis ich mich eines Abends mit einem meiner Freunde gestritten habe. Ich habe ihn im Streit von einer Brücke in einen Kanal geworfen, erzählt Nico ganz ruhig. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes passiert. Er war bloß nass und wütend. Frankas Herz schlägt schneller. Sie würde jetzt gern ein Taxi rufen und nach Hause fahren. Es ist erst ein angenehmes und unschuldiges Gespräch gewesen, aber es entwickelt sich in eine Richtung, die Franka nicht gefällt. Sie nimmt unter dem Tisch ihr Smartphone aus der Tasche und sucht nach der App, mit der sie sich ein Taxi bestellen kann. Sie muss nur ihren Namen und die Adresse eingeben, wo sie abgeholt werden möchte. Dann wird in spätestens 15 Minuten ein Taxi kommen und Franka sicher nach Hause bringen. Ach, jetzt könnte ich dir noch ein paar Geschichten erzählen, aber ich denke, du kannst auch ein paar Worte dazu sagen. Unsere Unterhaltung verläuft im Moment etwas einseitig, findest du nicht? Stellt Nico fest. Er greift in diesem Moment nach der Hand von Franka. Er drückt sie fast schmerzhaft und sein Blick verändert sich. Komm schon, Franka. Sag mir, was denkst du über meine Geschichten? Gefallen sie dir? Will Nico wissen. Ich weiß nicht, erwidert Franka schließlich. Dann lass mich noch eine weitere Geschichte erzählen und du sagst mir danach deine Meinung dazu, erklärt Nico, ohne Frankas Hand loszulassen. Im letzten Monat war ich abends unterwegs. Es war ein Abend wie der heutige, nur ohne Regen. Ich habe mich zu einer jungen Frau gesetzt, genauso wie ich das vorhin bei dir gemacht habe. Ich habe mich sehr nett mit ihr unterhalten, bis sie plötzlich nach Hause wollte. Ich fand aber, dass unser schöner Abend noch nicht enden sollte. Also habe ich sie gebeten, noch ein wenig länger zu bleiben. Sie wollte aber lieber ihren Bruder anrufen, damit er sie abholt. Das hat mir ganz und gar nicht gefallen. Ich habe ihr das Handy weggenommen und sie dann zu meinem Auto gebracht. Ich wollte sie sicher nach Hause bringen, doch das hat ihr nicht gefallen. Sie hat mich mit ihrer Handtasche geschlagen und wollte weglaufen.
Sie ist nicht weit gekommen, denn sie hatte hohe Schuhe an und ich nicht. Schließlich ist sie doch mit mir im Auto gefahren. Allerdings durfte sie nicht vorne sitzen. Sie musste in den Kofferraum. Ich habe sie auch nicht nach Hause gebracht. Sie wollte mir nämlich nicht verraten, wo sie wohnt. Darum habe ich sie mit zu mir genommen, wo wir uns noch einen netten Abend gemacht haben. Ich fand ihn jedenfalls nett. Am nächsten Morgen habe ich sie zum Bahnhof gebracht, sagt Nico, und Franka ist entsetzt. Letzten Monat wurde eine junge Frau tot in der Nähe des Bahnhofs gefunden. Wer auch immer ihr das angetan hat, wurde noch nicht gefasst. Franka versucht, sich von Nikos Hand zu befreien und wegzulaufen, als ein Auto vorfährt. Es ist das Taxi, das sie heimlich über die App bestellt hat. Nico lässt sie los. Er verschwindet in die entgegengesetzte Richtung, während Franka ins Taxi steigt. Sie erzählt dem Fahrer sofort, was passiert ist, und er informiert die Polizei. Es wird nach Nico gesucht und Franka muss viele Fragen beantworten. Nach ein paar Tagen erfährt Franka, dass Nico nicht in einer Bank arbeitet oder dass er nicht Nico heißt. Er hat sie angelogen. Die Polizei hat alle Banken in der Umgebung gefragt, ob sie einen Mitarbeiter haben, der so heißt. Doch nirgendwo arbeitet ein Nico. Die Polizei sucht immer noch nach ihm.